Seine Besitzerin hatte keine Ahnung warum, bis sie ihn öffnete und von dem, was sich darin befand, schockiert war. In einer kleinen, ruhigen Stadt in der Türkei lebte eine schöne und intelligente deutsche Schäferhündin namens Axel. Er war sehr gut und liebte es, in der Nachbarschaft gesehen zu werden. Wenn seine Herrin ihn spazieren führte, blieben die Leute oft stehen und streichelten ihn. Doch eines Tages änderten sich diese friedlichen Spaziergänge aus einem seltsamen Grund. Eines Abends, als Irene mit ihrem Hund spazieren ging, blieb Axel plötzlich ein paar Geschäfte vor der Metzgerei stehen. Er begann zu bellen, seine Aufmerksamkeit war auf einen Gully gerichtet. Er bellte so laut, dass sich die Menschen in der Nähe erschraken. Irene verstand nicht, warum ihr deutscher Schäferhund sich so seltsam verhielt. Er bellte und bellte weiterhin auf den Gully und weigerte sich, weiterzugehen. Nach vielen Versuchen, ihn zum Laufen zu bewegen, folgte Axel schließlich seiner Besitzerin und ließ den Gully hinter sich. Irene fühlte sich erleichtert und war froh, dass ihr Hund wieder normal war. Nach diesem Vorfall gingen sie nach Hause. Irene machte sich weiterhin Sorgen über das ungewöhnliche Verhalten ihres Hundes. Sie erzählte ihrem Mann Ronny, was passiert war. Da er nicht dabei gewesen war, konnte er sich nicht vorstellen, wie schockierend Axels Verhalten gewesen sein musste. Er sagte Irene, sie solle sich keine Sorgen machen. Axel hatte wahrscheinlich eine kleine Maus im Gully gesehen und war zu aufgeregt. Diese Antwort befriedigte Irene nicht wirklich, aber sie beschloss, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Am nächsten Morgen gingen sie wieder spazieren. Diesmal achtete Irene besonders darauf, als sie denselben Gully passierten. Diesmal bellte der Hund nicht, sondern saß mitten auf der Straße neben dem Gully. Mehrere Minuten lang starrte er regungslos in den Gully. Irene war erneut von dem seltsamen Verhalten ihres Hundes verblüfft. Sie versuchte, in den Gully zu schauen, konnte aber nichts sehen. Nachdem sie Axel zum Aufstehen gebracht hatte, gingen sie nach Hause. Dieses Verhalten setzte sich 3 Tage lang fort. Jedes Mal, wenn sie Axel ausführte, blieb er am Gully stehen und starrte hinein. Eines Abends ging Irene wieder ihre übliche Route mit dem Hund. Das Tier lief fröhlich neben ihr, bis sie zur Metzgerei kamen. Diesmal blieb Axel nur kurz am Gully stehen, blieb aber nicht. In der Metzgerei kaufte Irene Axel seine Lieblingswürstchen. Doch als sie die Tüte öffnete, um ihn zu füttern, tat der Hund etwas, was er noch nie zuvor getan hatte. Axel war ein gehorsamer Hund und wusste, wie man sich benimmt. Als er jedoch das Päckchen mit den Würstchen schnappte und weglief, war Irene entsetzt. Da nur wenige Leute unterwegs waren, war es schwer, ihrem schnellen Hund zu folgen. Sie jagte ihn und konnte ihren Augen nicht trauen, als sie ihn schließlich fand. Axel war zum selben Gully zurückgekehrt. Er saß davor und hielt die Würstchen immer noch im Maul. Er aß sie nicht, sondern warf sie stattdessen in den Gully. Was war mit diesem Hund los? Neugierig auf das seltsame Verhalten ihres Hundes, ging Irene leise zum Gully. Aber selbst aus dieser Nähe konnte sie nichts sehen. Nachdem der Hund alle Würstchen in den Gully geworfen hatte, hockte sich die Frau hin und schaute genau hinein. Was sie dann sah, schockierte sie zutiefst. Ohne zu zögern rief sie die Feuerwehr. Etwa 15 Minuten später trafen die Rettungskräfte ein. Die Feuerwehrleute baten Irene, die Situation zu beschreiben, und beschlossen, den Gully sofort zu öffnen. Doch es gab ein Problem. Axel stand direkt daneben und knurrte bedrohlich. Schließlich gelang es Irene, den Hund zu beruhigen, sodass die Feuerwehr arbeiten konnte. Sie entfernten die Abdeckung und untersuchten das Innere des Gullys. Inzwischen hatten sich mehrere Schaulustige versammelt. Nach einigen Minuten des Wartens enthüllten die Feuerwehrleute, was Axel beschützt hatte. Ein Feuerwehrmann griff hinein und zog etwas Lebendiges heraus. Ein winziges Kätzchen, nicht älter als ein paar Wochen. Doch die Geschichte endete nicht dort. Der Feuerwehrmann stieg noch 4-mal in den Gully hinab. Jedes Mal hob er ein weiteres Kätzchen heraus. Die Zuschauer waren jedes Mal sprachlos. Auch Irene war überrascht. Sie hatte nur 2 Kätzchen erwartet, nicht 4. Die armen Kätzchen waren 3 Tage lang im Gully gefangen, bis Axel sie entdeckte. Sie waren unterkühlt, ausgehungert und sehr schwach. Die Kleinen wurden sofort zum Tierarzt gebracht und später in ein Tierheim gegeben. Wie die Kätzchen dorthin gekommen waren, blieb unklar. Vielleicht waren sie bei starkem Regen eingespült worden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.